Take the left one. Search the hut. Nobody's supposed to be armed. Off you go. Get up! Out of your bunks! Get up! Hands up! Get up! Out of your bunks! Get up! Hands up! Get out of your bunks! Go on! Get up! Get out! Get out of your beds! Get in line. Get in line. Hurry up! Out into the yard! Put your heads behind the neck. Come on, hurry up, Chief. Don't stop. Keep on moving.
Dig him up! Hurry up! Out into the yard! Put your heads behind the neck! Übung abbrechen! Mein Gott, Czerny, warum haben Sie die Baracke nicht kontrolliert? Hochlegt! An! Gebt! Feuer! Hochlegt! An! Gebt! Feuer! Gewehr! Ab! Nachdem nach Gottes heiligem Willen diese unsere Kameraden den Soldatentod erlitten haben, befehlen wir ihre Division Brandenburg. Das war der Name der meist umstrittenen Einheit der deutschen Wehrmacht, der Haustruppe des Admiral Canaris. Das Geheimnis, das diese Kommandotruppe umgab, der Nimbus der Todgeweihten, ihre abenteuerlichen Einsätze in den Uniformen des Feindes, mit Kappmesser, Sprengstoff und Würgegriff, ihre gnadenlosen Vergeltungsaktionen, das alles führte zu einer Legendenbildung, die den gefährlichen Charakter eines Heldenmythos annahm. Sie waren keine Helden. Sie waren verblendete Idealisten und Abenteurer, Opfer eines verbrecherischen Systems, das sie missbrauchte. Sie traten zum Sterben an, obwohl sie wussten, welches Ende sie erwartete. Ihre Gräber liegen irgendwo zwischen Nordkap und Afrika, zwischen Atlantik und Kaukasus. Zurück blieb nur die Erinnerung an das Grauen, das sie verbreiteten. Auf ihre Fahne hatte man geschrieben, ihr sollt ein Räuberhaufen sein, mit dem man den Teufel aus der Hölle holen kann. Herr Major Ungerland. Melde Gehorsamsmajor Ungerland, Oberleutnant Pflug und Leutnant Czerny zum Rapport. Leutnant Czerny, ich habe hier einen Tatbericht. Sie haben den Tod dreier Brandenburger verschuldet. Was haben Sie dazu zu sagen? Es ging alles so schnell, Herr Oberst. Herr Oberleutnant Pflug hat noch kurz vorher gesagt, dass keiner zurückbleiben darf. In der Baracke. Weil wir ja unbewaffnet waren. Wir hatten keine Munition. Ich habe Schuld, Herr Oberst. Und ich würde sofort... Ich würde lieber anstelle von Weber, Hartmann und Kramer tot sein, Herr Oberst. 3 Brandenburger sind tot, weil Sie versagt haben. Ich schicke Sie trotzdem nicht in ein Bewährungsbataillon. Sie bewähren sich bei Brandenburg. Ab heute kämpfen Sie für Ihre 3 gefallenen Kameraden mit. Sie dürfen jetzt gehen, Leutnant. Es gäbe da noch einiges über Ihre Nachtübung zu sagen, Ungerland, und auch über Ihre Aufsichtspflicht, Pflug.
Ein Kriegsgericht wird Ihnen sicher ein paar sehr unangenehme Fragen stellen. Kommen Sie hier. Die Abwehr hat uns eine kriegsentscheidende Aufgabe gestellt. Die Engländer planen einen Anschlag auf das Eiserne Tor. Auf die nur gut 100 Meter breite, felsige Donauenge bei Kasan. Die Donau, Rumänien, Bulgarien, Jugoslawien, das Eiserne Tor, die Fahrrinne. Sie wollen den Transport des rumänischen Öls nach Deutschland sperren. Durch Sprengung der Felsen bei Kasan oder durch Versenken zementbeladener Donaukähne in der engsten Stelle des Eisernen Tores. 96% der Ölausbeute gehört englischen Firmen. Die Rumänen zwingen aber die Engländer, 80% davon nach Deutschland zu liefern. Das tun sie nicht aus Freundschaft, sondern weil sie uns fürchten. Sollte der englische Anschlag gelingen, bleiben die Luftwaffe und unsere Panzerarmeen ohne Treibstoff. Dann ist der Krieg zu Ende. Aber wir haben ihn verloren. Englische Fallschirmtruppen stehen im vorderen Orient Gewehr bei Fuß. Bei der ersten deutschen Provokation übernehmen sie den Schutz ihrer Ölquellen in Ploesti. Das würde Krieg auf dem Balkan bedeuten. Und den können wir uns heute nicht leisten. Eine heikle Aufgabe. Also, die Überwachung aller englischen Transporte muss schon in Sulina, einem Schwarzmeerhafen, beginnen. Sie sind Balkanexperte, Ungerland. Und Sie haben lange in Rumänien gelebt, Flug. Gerade das Richtige für Sie beide. Suchen Sie sich eine Handvoll Spezialisten zusammen, die die Donauhäfen und den Betrieb dort genau kennen. Der Donauleut wird Ihnen dabei helfen. Das wär's. Kugelmann, ne? Ich hätte Sie gerne einen Augenblick gesprochen. Na, da war schon gestern Abend einer da. Und der war ausgerechnet von der Gestapo. Schlechtes Gewissen? Hans, ich konnte einen herrlichen Witz erzählen. Über den Göring. Den kenne ich schon. Schon, der hat am glatt erzählt. Alles dann, wo brennt's? Tja, Herr Kugelmann, wie soll ich Ihnen das erklären? Haben Sie schon mal was von der Division Brandenburg gehört? Brandenburg? Sind das nicht Preisen? Na, sagen's bloß, dass ich zu den Preisen soll. Tja, und sogar freiwillig. Hans, wollen Sie mir anscheißen? Nee, Herr Kugelmann, nee. Aber ohne Uniform. Also, Hans, Herr General. Oberleutnant. Also von mir aus, Herr Oberleutnant. Mit mir nicht. Nicht freiwillig, nicht mit und nicht ohne Uniform. Und auch nicht, wenn Sie mal einen kleinen Polamerit umhängen. Schauen Sie, ich bin UK. Ich möchte so ein KUK. Ich bin nämlich ein Wiener Walzer und erst vor 2 Jahren von euch erbeutet worden. Sozusagen ein Beutegermane. Und da kommen Sie mal mit einer Division Brandenburg? Sind Sie jetzt fertig? Nein, ich bin gerade dabei, mir aufzuregen. Großartig. Wissen Sie was? Sie sind engagiert. Hey. Und Sie glauben, dass ich das kann? Aber klar. Sie sind in Siebenbürgen geboren. Sie sprechen perfekt Rumänisch und vor allem, Sie kennen Sulina, die Donaumündung und die ganze Schwarzmeerküste wie Ihre Westentasche. Naja, aber gehört dazu nicht eigentlich so ein bisschen mehr? Naja, das bisschen mehr, das bringen wir Ihnen schon noch bei. Übrigens, der Donauleut hält Sie für seinen besten Schiffer. Von Ulm bis Sulina. Die Spinne doch. Ich glaube nicht. Also, wie wär's? Hätten Sie Lust? Na, ihr beide, kommt mal rauf. Hier, das ist mein Ältester. Grüß Gott. Grüß Gott. Und der da ist mein Jüngster. Grüß Gott. Grüß Und dich. jetzt holt er mal die Mutter rauf. Mutter, du sollst mal bitte raufkommen. Sulina. Naja, kennt mich schon reizen, die Geschichte. Bin einmal neugierig, was meine Frau dazu sagt. Natürlich mache ich, was ich will. Aber immerhin wäre es ja für ein Vierteljahr, ne? Ja, so ungefähr. Ich will Ihnen da aber gleich reinen Wein einschenken, Herr Jonas. So ganz ungefährlich ist die Sache nicht. Ja, das haben wir schon gedenkt.
Aber davon sagen Sie meiner Frau am besten nichts. Das ist meine Frau. Und der Herr hier ist ein Offizier. Grüß Gott. Grüß Gott. Weißt, Mutter, das ist schon so eine verteufelte Sache. Der Herr hier möchte mich am liebsten gleich mitnehmen. Und ich kann da eigentlich nicht gut Nein sagen. Sie ist aber nichts mit Uniform und so. Sie ist auch nur für ein paar Wochen. Stimmt doch, gell? Ja. So was Besonderes ist das. Weißt, Mutter, hast doch die Bube hier. Und wenn du was brauchst, dann schreibst du mir halt, gell? Ich wüsste schon, wie Sie Ihrer Mutter helfen könnten, Dörner. Melden Sie sich freiwillig zur Division Brandenburg. Ich zur Division Brandenburg? Das ist doch nicht der Ernst, Herr Professor. Doch. Als Ihr Kommandeur könnte ich Sie vor dem Ärgsten bewahren. Und als mein früherer Professor? Nicht. Aber wenn Sie zu Brandenburg kommen, kann ich mich bei Canaris für Sie und Ihre Mutter einsetzen. Schauen Sie mich doch nicht so begriffsstutzig an, Dörner. Sie wären nicht der erste Halbjude, aus dem wir mit einem Federstrich ein Ehrenarier machten. Und Ihrer Mutter würde kein Haar gekrümmt werden. Herr Professor, Sie schlagen mir also... Ich meine, Sie schlagen mir ein Geschäft vor mit den Leuten, die meine Mutter ins KZ schicken wollen? Und vor dem Sie doch bewahren wollen, oder? Ich soll mich also meistbieten verschachern. Damit wir uns richtig verstehen, Dörner. Sie wissen, ich bin Nationalsozialist. Wenn ich Sie damals als Assistent im Südostinstitut bei mir behalten habe, so war das in erster Linie, weil wir Ihre große Begabung und Ihre Kenntnisse nicht entbehren wollten. Hinzu kommt, Ihr Vater war ein Wissenschaftler, der sich um Deutschland sehr verdient gemacht hat. Ich habe trotzdem Ihretwegen sehr große Schwierigkeiten gehabt. Herr Professor, dann möchte ich Ihnen keine weiteren Ungelegenheiten bereiten. Mein Gott, Dörner, seien Sie doch nicht so empfindlich. Wir leben nun mal in einer harten Zeit. Jeder Umbruch fordert Opfer. Das ist eine geschichtliche Notwendigkeit. Wie sollen sonst neue Werte geschaffen werden? Außerdem haben wir Krieg. Nennen Sie mich hier nicht Professor, hier bin ich Major. Ja, rein? Ah, Pflug. Schon zurück. Jawohl, Herr Major. Ich wollte Ihnen meine Neuerwerbungen vorführen. Ja, Dr. Dörner, Völkerkunde, Balkanexperte und Sprachgenie. Freut mich. Dr. Dörner wird sie uns zur Verfügung stellen. Ich denke, wir werden ihn gut gebrauchen können, nicht? Ich glaube, es wird Ihnen bei uns gefallen. Soll er mit? Aber natürlich, er spricht in jedem rumänischen Dialekt. Ach, Dörner, warten Sie doch bitte draußen. Oberleutnant Pflug wird nachher alles mit Ihnen besprechen. Das ist ganz und gar unmöglich, Herr Professor. Da gibt es nichts zu besprechen. Geben Sie mir doch bitte 24 Stunden Zeit. Schade, ich hätte Ihnen gern geholfen. Pflug. Ich werde dann draußen auf Herrn Oberleutnant Pflug warten. Nee, nicht so. Wollen Sie nicht werfen? Oh, ist schon gut, Herr Leutnant. Na ja. Die Verantwortung tragen ja Sie. So, und der nächste bitte. Na, nun komm schon, hau zu. Ja, richtig zuhauen. Na, küss die Hand. Dann werde ich dir jetzt einmal entstellen. Gruppe Pol, beim Nahkampf üben. Danke. Lassen Sie weitermachen. Na? Was heißt hier na? Wehgetan hat's, Herr Leutnant. Wie heißen Sie? Jonas Fritz. Schütze? Oder Generalfeldmarschall? Kapitän, wenn gefällig. Kapitän zur See. Kapitän zur Donau, möchte ich sagen. Kapitän zur Donau. Flug! Herr Oberst! Haben Sie den Riesen angemustert, Pflug? Jawohl, Oberst. Hat er was angestellt? Bringen Sie ihm bis morgen die Dienstrangordnung bei. Und auch sonst noch einiges. Hungerland. Was war denn los? Was war denn los?
Was ist jetzt mit Sulina? Sie haben mich da ganz schön verschaukelt, Herr Leutnant. Ein Hitler, Monsieur Flüg. Haben Sie gehört? Sondermeldung. Deutsche U-Boote vorwärts. Wir fahren gegen England. England. Schönes Lied. Ja, ist ein prima Lied. Aber was ist mit den 20 Mann, die Sie mir für heute Morgen versprochen haben? Oder soll ich die Ankara allein ausschaufeln? Habe ich gesagt 20? Bin ich armes Mensch, nix Personal? Können Sie mich bestechen mit 20.000 Leid? Kann ich höchstens bringen 15. Also gut, dann bringen Sie mir für die zweite Schicht wenigstens die 15. Sehen wir uns in Rote Pelikan? Mhm. Ganz schöner Pott. Pott? Yeah. Ein Engländer. Mardinian. Was hat er denn geladen, Mitropoulos? Die hat was für Budapest. Und Beograd, Maschinen. Jetzt verschieben Sie mir bloß nicht die 15 Mann an den Engländer. Bin ich Freund von Deutschland? Da sagen wir die Hälfte. Oh. Heil Hitler, Monsieur Flüg. Heil Hitler. Keiner hat sich das gegart. Drehst du das scheiß sächsische Tor der Tonnage. Das ist ein Leben, was? Arbeit hält Leib und Seele gesund. Christian, Herr General. Möchte ich ihm zu gern einmal den Arsch versohlen. Habe ich noch nie so schwer gearbeitet wie jetzt in meinem Leben. Hafeninspektor Mitropoulos ist eben an Bord der Mardinian gegangen. Es tut nicht, Herr Direktor Markwitz, aber ich werde die Arbeitsgenehmigung nicht verlängern. Major Popov, warum verweigern Sie Pflug die Genehmigung? Sie haben heute doppelt so viele Angestellte wie vor dem Krieg. Weil der Güterumschlag doppelt so groß ist. Es gibt genug rumänische Angestellte. Was unternehmen Sie gegen die englischen Firmen? Ich weiß zufällig sehr genau, dass die nicht unter Mangel an englischem Personal leiden. Gestatten Sie mir eine Frage. Was würde ein deutscher Polizeichef dem Direktor einer rumänischen Firma wohl auf eine solche Frage antworten? Er würde sagen, Major Popov, Sie scheinen nicht den Unterschied zwischen einem deutschen und einem rumänischen Direktor zu kennen. Das ist nur eine Empfehlung, aber ich glaube, Sie sollten Ihren Standpunkt gegenüber den Engländern korrigieren. Sie sollten berücksichtigen, dass Deutschland voraussichtlich in wenigen Monaten einen Krieg gegen die halbe Welt gewonnen hat. Sie sagen voraussichtlich. Ich bewundere Ihren Sinn für Nuancen. Auf Wiedersehen, Herr Markwitz. Ach, da hätte ich fast etwas vergessen. Dieser Mann hier, er arbeitet bei Ihnen ohne Arbeitsgenehmigung. Herr Ungerland ist der Wirtschaftsprüfer unserer Gesellschaft und nimmt turnusmäßig eine Betriebsprüfung bei uns vor. Ach so, dieser Herr Ungerland ist also ein Wirtschaftsprüfer. Das ist natürlich etwas anderes. Auf Wiedersehen, Herr Markwitz. Sie sind ein ausgezeichneter Fotograf, Major Popov. Benutzen Sie eine deutsche Kamera? Eine englische. Mensch, wenn da wirklich Zement drin ist. Hello!
Verrat. Ihr Plan ist ja ganz lustig, aber nehmen Sie es mir nicht übel, Herr Ungerland, er ist so wie der kleine Moritz sich das vorstellt. Der kleine Moritz war bisher recht erfolgreich. Wenn Pflug keine Beweise bringt, passiert ein Unglück, dann sind Sie erledigt. Wir beide, Margaret. Nichts gegen Ihre Brandenburger, aber das ist was für erfahrene Abwehrleute. Ja? Führen Sie ihn bitte rauf. Die Sigurantia Major Popov. Soll ich lieber raus? Major Popov weiß, wer wir sind. Die Engländer haben ihm unseren Lebenslauf inklusive Kragen weitergeliefert. Für den Strick, an dem wir beide hängen. Wenn wir uns zu sehr auf Ihre Pläne verlassen. Ich werde in Berlin viel über Ihren Einfallsreichtum berichten können. Sie entschuldigen, wenn ich noch zu so später Stunde störe. Aber Sie stören nicht, Herr Major, ganz im Gegenteil. Ich habe für Sie eine interessante Neuigkeit. Ihr Arbeitsministerium hat uns eine Arbeitsgenehmigung für meinen Abteilungsleiter Pflug erteilt. Telegrafisch. Entschuldigung, darf ich bekannt machen? Major Popov, unser Wirtschaftsprüfer Dr. Ungerland. Guten Abend, Herr Professor. Ach, das Südostinstitut befasst sich also mit Sprachforschungen, auch mit Wirtschaftsprüfungen. Es ist angenehm, als Gast in einem Land zu leben, dessen Polizei allwissend ist. Man fühlt sich wohl behütet. Setzen wir uns und trinken wir einen Cognac. Einen doppelten. Wegen der Überraschung, die ich Ihnen noch zu bieten habe. Ich habe einen Haftbefehl gegen Ihren Herrn Pflug. Er ist eingebrochen in den Laderaum des englischen Frachters Mardinian. Haben Sie Pflug schon? Und ich will ihn auch gar nicht. Wenn Sie dafür sorgen, dass er Rumänien innerhalb von 24 Stunden verlässt. Haben Sie eine Vermutung, warum Pflug in den Laderaum der Mardinien eingedrungen sein könnte? Weil die deutsche Abwehr eben unter der fixen Idee leidet, die Engländer könnten ein paar mit Zement beladene Donaukähne im Eisernen Tor versenken. Major Popov, greifen Sie ein, wenn wir Ihnen Beweise liefern, dass die Mardinien Zement geladen hat. Rumänien ist heute noch ein freies Land. Und ich werde alles tun, damit es ein freies Land bleibt. Guten Abend. Nun, Herr Professor, Brandenburg in Not? Entschuldigen Sie bitte, wenn ich in diesem Aufzug hier eindringe. Gott sei Dank, dass Sie da sind. Ist es Zement? So weit bin ich nicht gekommen, Herr Major. Ich weiß nur eins. Ein Schleppzug mit 6 Kähnern übernimmt morgen früh die Fracht. Und keine Maus kommt daran. In die Kisten da möchten genau 2 Zementsäcke reinpassen. Wann nicht der Kranführer Karambolage machen tät? Da kannst lang warten. Guck dir die Postenkette an. Keine Sau kommt da durch. Was Neues? Der Eunuch der Metropolis ist gerade an Bord gegangen. Ist das nur deine Idee mit die Weiber heute oben? Nee, Ungerlands. Trotzdem gut. Na, da habt ihr endlich was nach eurer Mütze. Ich sehe mich schon vorne weg bei den Nuttenpolynese. Aha! Jeden dva! 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 Nije li to Nina? Hej, a te avuto su multi sad spod treja molte soda. Siđe ovo, sestro, da vidimo šta pod bluzom imaš. Morgen früh sind die Kähne ohne Besatzung. Wenn die Engländer sie an Land lassen. Die haben zu viel Geld, dreifacher Heuer. C'è Bilica di me. No, alzare te. Imagine in Bilica? Now tell me, how could that possibly happen? I don't know. Oh, we must stop them leaving the boats. coming up. Papa vanno merce. Oh, ne, bonito, pusta male le Kasno, šefe, ove ćemo ovdje vratiti se u cena. Lui noch se process vazu. Na bitte, was habe ich gesagt? Das Mittel ist prima. Kugel ist doch eine Wucht. Monsieur Pflug bleiben bestimmt heute Nacht bei mir? Versprochen ist versprochen. Der Junge ist verrückt nach dir, du wirst dich wundern. Der ist ein King.
Wie viele werden wir noch vergiften? Was heißt hier Vergifte? Eingeschläfert sind die. Alle wachen wieder auf? Also Frage stellst du. Das ist eine Schlafkur. So, und jetzt verzieh dich, Schwester, und kidnappe dir den Skandinavier von den Mardinian. Was heißt kidnappen? Dein Liebling Monsieur Pflug möchte nämlich, dass du den in die Horizontale bringst. Ah, du meinst Schlafpulver? Ja, genau das, so. Und jetzt geh arbeite. Die anderen sollen sich besaufen, nicht du. Lässt die sich gleich so abknutschen, Mensch? Das ist Ihr Beruf, mein Junge. Shinkawadakta, dusch! Recibilo ascultați! Pungașul din Sulina Ștefan Ferenci s-a logodit tocmai acum! Ura, ura, ura! Logodnica lui e! Cum te cheamă, păpușe? Știți jedno. Principalul Ștefan Ferenci face cu cinste! Eu vă spun una pentru toți oaspeți. Glück muss man haben. Verlobt sich mit Nute. Er braucht nichts mehr arbeiten. Dafür arbeitet sie jetzt ja mehr. Mach eine neue Mischung fertig. E darul mirilor. Habe gehört, reisen zurück nach Großdeutschland? Vaterland braucht Soldaten. Nehmen Sie Zug früh um 6? Bei euch hier spricht sich alle so schnell rum? 2. Hat man Ohren, man hört. Hat man Augen, man sieht. Was sieht man denn sonst noch so? Viel neue Gesichter jetzt in Sulina. Aici e darul mirilor. Gute Passports. Aber nix gute Mensch. Aici e darul mirilor. Du arbeiten gern für Donauleut? Du und Ungar, Stefan Ferenci? Ich arbeite überhaupt nichts gern, wenn gefällig. Der Fusel schmeckt dir wohl nicht, Inspektor, was? Lass stehen. Hundesohn. Der Blitz soll dich beim Scheißen treffen. Naja, kommt aus Siebenbürgen. Hat Ähnlichkeit mit was ich schon irgendwo gesehen. 2. Im Glied kann nichts passieren, nichts krank, nichts tot.
Bis deppert schlafen werden's. Bis Ostern. Die sind ja schon ganz schick besoffen. Noch ja kein Käse, besoffener Lacke. Was soll das heißen, Schütze Kugelmann? Das Wort Schütze möchte ich nicht gehört haben, du Windelkacker. Willing! Babusche, jauernden Lock. Ist eine ganz brutale Mischung. Jetzt potuje, tyle papusze. Shibia darul koane. Ej, se patorim logodna. Ex. Hol mal wieder Luft, ja? Das heißt hier brutale Mischung. Kugel muss was Falsches reingekippt haben. Na also, auf Kugel ist ihm doch Verlass. Los, ihr beide, bringt ihn jetzt nach oben zu Bette. Was ich dir noch flüstere wollte, Junge. Lass mir das Mädel zufrieden, ja? So, spiel was Lustiges, Bruder. Spiel ne Polka. Komm ich 10 Jahre in Rote Pelikan. Habe ich noch nie gefeiert Verlobung von Nute. Warum soll sich die nicht auch mal verloben? Bist du Freund von mir, Pflück? Komm mit. Will ich mich verloben mit Nina. Will ich gehen zu Nina und sehen, was sie macht mit blonde Matrose von Martinian. Nein, nicht das. Ist voller. Geh hinterher und erledige das. Verstehe ich nicht. 2 Apparate, solche Apparate hat er weggespielt. Und keine Wirkung. Los hinterher. Ich muss Ungerland anrufen. Aufgegangen. Hoffentlich können Sie das von Ihrem Unternehmen Büstenhalter nachher auch sagen. Wir haben Verdacht, Sie hätten gerne aktiv daran teilgenommen. Ja, bitte? Handfaden. Von der Gesandtschaft. Das Präsidium der Siguranza hat Major Popov angewiesen, einzugreifen, wenn Beweise über die Mardini-Ladung erbracht sind. Ja? Flug. Na, was ist? Seien Sie vorsichtig, hören Sie? Keine Komplikationen, keine Übergriffe. Und vergessen Sie nicht, Sie reisen morgen früh um 6. Ach, hören Sie auf, ich will Ihretwegen keinen Ärger haben. Scheint zu klappen. Kaffee für dich? Danke. Das ist nett von dir, dass du uns hilfst. Ich helfe dir. Das ist lieb von dir, Kind. Tja. Du kommen doch heute Nacht. Wohin? Zu mir. Zu dir? Jonas hat versprochen, du kommst heute Nacht zu mir. Jonas? Nee. Dann er hat gelogen? Ja, natürlich hat er gelogen. Wieso natürlich? Wieso natürlich? Sieh mal, wahrscheinlich hat er gedacht, du bist doch sehr hübsch. Ne? Und da hat er gedacht... Was hat er gedacht? Naja, dass ich heute Nacht zu dir komme. Ja, und wenn ich mir so genau überlege, warum eigentlich nicht? Du jetzt nur kommen, weil ich dir helfen soll noch. Nein, wirklich nicht. Wenn du gern... Nein. Du jetzt nicht mehr kommen sollst. Ich nicht will. Chef, komm schon aus, ja, war unauffällig. Die Tommys sind da. Wer? Der erste Offizier von der Martinian. Und den Schnüffel hat er auch dabei. Die suchen die Besatzung für die Kähne. Na los, komm. Wir sprechen nachher nochmal drüber, ja? Quite a crowd here today. Were there any sailors here today?
on a chain of towboats leaving tomorrow morning? English. No, Select. Kümmere dich um den Schnüffler. Ако destul, prietene. May I invite myself? I am Dmitri Kazanov, shipbuilder. Chin's tested, gentlemen. Bitte. Today is my birthday. It started a half hour ago. You're invited, gentlemen. I'm sorry, I don't like to drink anymore. To His Majesty, King George V. Marinare. Calciuma? Na, Prost! Was machen du da? Ja, siehst du doch. Ich habe mich opfern müssen. Der Kerl wollte doch nicht einschlafen. Na, Prost! Prost! Na, ja. To the family of His Majesty. The family of His Majesty. To the Royal... To the Royal Navy. Achtung! Alles mal her! Wo ist die Griechin? Sie soll sofort mal zu mir herkommen. The German. Now I know where to cruise. Dämlicher Idiot, du! Raus. Bringen Sie Beweise, dann greife ich ein. Fast hätte ich etwas vergessen. Da ich ja nun Anweisungen aus Bukarest habe, Ihnen zu helfen, möchte ich Ihnen gleich einen guten Rat geben. Sorgen Sie doch bitte dafür, dass Ihr Herr Pflug seinen Zug heute Morgen um 6 nicht etwa verpasst. Sie ersparen ihm dadurch seine Verhaftung wegen Freiheitsberaubung und Körperverletzung. Kaum glaublich, aber er hat die Besatzung eines Schleppzuges total betrunken und dienstunfähig gemacht. Ja, und falls Sie es wissen wollen, die Besatzung des Schleppzuges ist dadurch ausgefallen. Aber wie mir zu Ohren kam, werden die Engländer die Besatzung der Donaukähne durch das seemännische Personal der Mardinien ersetzen.
Ihre Rechnung ist also nicht aufgegangen. Flug? Haben Sie mitgehört? Ja. Was haben Sie dazu zu sagen? Viele Wege führen nach Rom, Herr Major. Für den von heute hatte ich nicht ganz die richtigen Stiefel an. Wenn es den Engländern gelingt, das Eiserne Tor zu sperren, die Folgen wage ich nicht auszudenken. Um 6 Uhr soll ich also abreisen. Da muss ich mich beeilen. Und wenn ich auch mal was sagen darf. Die letzte Station vor dem Eisernen Tor ist doch Warschau, ne? Da habe ich nämlich meine Leute hingeschickt. Das war so eine Idee von mir. Auf Wiedersehen. Vielleicht in Berlin, vielleicht anderswo. Man ist ja nie vor Überraschungen sicher. Meine Herren? Sagen Sie, der weiß doch ab, der Flug, oder? Aber... Nu așa repede. Spune majorului Popov că controla, cum ne-am înțeles. Nu de bună seamă, majorul poate fi fără grijă. Da, da. Așa, frațioare, dacă ai ăștia cuvinte, nu pățește nimic. Comportă-te în timp și ceas, intra numai în esme. Că nu-i glume de anul nou. Nu-i nevoie să vă mai spun. Așa, cu dezbrăcați-vă, dar ceva mai repede. Du-te pe un telefon. Nur gut, dass hier das Eiserne Tor beginnt. Sie würden mich sonst todsicher bis zur deutschen Grenze mitschleppen. Die Hafenpolizei wird keinen Zement finden. Und heute Nacht erreicht der Schleppzug das Eiserne Tor bei Kasan. Nu geh mal nicht so schnell, bist doch ein Beamter. Ich überlege mir die ganze Zeit, was Sie tun werden, wenn wir die Beweise haben. Was erwarten Sie? Sie werden dem Schleppzug die Weiterfahrt sperren und ihn beschlagnahmen. Es ist schon sehr weit mit uns gekommen, dass wir Befehle aus Deutschland entgegennehmen müssen. Was halten Sie von englischen Befehlen? Die gibt es nicht. Sonst hätten wir längst Krieg mit Deutschland. E sono tati a vostre. Noroc. Partile sunt în ordine, trombon. Hai să spunem încă o dată, bună soară, de șlepul din față. DX1, please, come in. DX1, please, come in. DX1, please, come in. DX1.
X1 listening. All right, over. Das? Aber das ist doch nicht möglich. Ja. Sie haben also ganz offenbar Gespenster gesehen. Das Polizeiboot ist doch noch gar nicht zurück. Man trinkt noch ein Schnäpschen. Das ist so üblich. Ich nehme an, Sie brauchen mich nicht mehr. Was Sie telefonieren wollen, das Büro des Donnerleuts ist gleich hinter der Polizeiwache. Sie sind ein toter Mann, Ungerland. Geben Sie einen chiffrierten Spruch nach Berlin durch. Englischer Donauschleppzug wird um 23:30 Uhr das Eiserne Tor bei Kasan erreicht haben. Stopp. Der Anschlag konnte durch das Versagen Major Ungerlands nicht verhindert werden. Stopp. Markwitz. Herein. Herr Oberst? Ja. Eine Nachricht aus Rumänien, Herr Oberst. Die Engländer werden um 23:30 Uhr das Eiserne Tor sperren. Der Anschlag kann nicht mehr verhindert werden. Verbinden Sie mich mit Admiral Canaris. DX1 calling, DX1 calling. All set for demolition. I'll wait for you for...
das? Google ihn. Los, wir haben keine Zeit. Schneller weg. Mensch, wo kommst du denn her? Hier neben der Treppe, da ist eine Sprengladung. Montier sie ab und schlepp sie zum Bug. Los, beeil dich. Che veci i commenti di Bisava in templa mimic. Reminenz la kerma ci face c'è paspun. Ma mentre gli ha faccia come, no? Alles klar? Ja, alles klar! Los, auf nach Achtern und jagt den Schiffer von der Brücke! Ist Kugelmann Achtern! Ja! Und macht das Boot fertig! Hol den Secret Service Mann aus der Kajüte! Wir nehmen ihn mit! The A1 to haul. Get ready for the demolition. DX6 standby. Will slow down in 60 seconds. Tout est en ordre, monsieur Jean-Pou? DX1 ne répond plus, capitaine. DX1, what happened? Please, come in. DX1, why don't you answer? DX1, do you hear me? Auf! DA1 to all.
Major Ungerland, gehen Sie rein. Sie wollten mich sprechen, Ungerland? Ich bitte um Verzeihung, Herr Oberst. Ich möchte Sie um meine... Sie kommen gerade von einem Gastschutzlehrgang. Dem wievielten eigentlich? Dem 4., Herr Oberst. So, dem 4. Ich selbst habe Sie dorthin abkommandiert. Ich halte solche Lehrgänge für völlig überflüssig. Es wird nämlich keinen Gaskrieg geben. Herr Oberst, ich bitte Herrn Oberst, da ich überflüssig geworden bin, ich bitte Herrn Oberst um eine Versetzung. Sagen Sie nur, Sie wollen an die Front. Ich habe Kenntnis, Herr Oberst. Ich muss wieder eine Aufgabe haben. Ich glaube, dass Ihre Kenntnisse für einen Fronteinsatz nicht ausreichen, Ungerland. Aber vielleicht gibt es eine Aufgabe, nicht gar so verantwortungsvoll, die den Einsatz Ihrer speziellen, aber sehr beschränkten Möglichkeiten rechtfertigt. Darf ich mir einen Augenblick setzen, Herr Oberst? Mir ist nicht ganz gut. Sie wollen sich also bewähren. Gut. Hören Sie zu. Es handelt sich um das Unternehmen Barbarossa. Das größte militärische Unternehmen der Kriegsgeschichte überhaupt. Ungerland, Sie werden die Pläne für einen Handstreich ausarbeiten, den wir gegen eine im feindlichen Hinterland liegende, strategisch ungemein wichtige Brücke führen müssen. Jawohl, Herr Oberst. Sie übernehmen also die Planung. Für den Handstreich selbst werden Sie sich den besten Offizier und eine Handvoll erstklassiger Leute aussuchen. Es handelt sich sozusagen um ein Himmelfahrtskommando. Aber Sie selbst brauchen ja nicht mitzugehen. Sie werden nur stören. Abteilung! Halt! Leutnant Czerny! Achtung! Lassen Sie wegtreten! Auf die Stuben weggetreten, was Marsch! Jonas, Kugelmann und auch Sie und Dörner, ich möchte Sie einen Augenblick sprechen. Leutnant Czerny mit dem 2. Zug. Hauptmann Pflug ist heute zurückgekommen. Rührt euch. Er möchte gleich mit euch reden. Ich will nichts verraten, nur so viel. Er hat eine dolle Sache vor. Und dazu braucht er Kerle wie euch. Der Oberst wünscht, dass Hauptmann Pflug nur die besten Leute von Brandenburg mitnimmt. Na dann mal los. Rückt ihm auf die Bude. Na los. Ach, Jonas, Kugelmann. Sie können gehen. Tja, also, Ihre UK-Stellungen, die sind durch. Von mir aus können Sie sofort zum Donauleut zurückkehren. Aber, wie ich Sie kenne, werden Sie Ihren Hauptmann doch jetzt nicht im Stich lassen, nicht? Er braucht euch. Gerade jetzt. Er braucht Leute, auf die er sich 100%ig verlassen kann. Natürlich hätten wir dich nicht gleich so überfallen. Aber der Ungerland hat uns raufgeschickt. Er hat gesagt, du willst mit uns reden. Sag mal, du hast da eine tolle Sache vor? So, der Ungerland hat dich raufgeschickt. Ja, kommt schon rein. Tag, ihr Lieben. So, mein Junge, jetzt erzähl uns einmal erst, was du mit uns vorhast. Wir sind ganz ohr. Kugel und ich. Unsere UK-Stellung ist nämlich gerade durch. Hat zwar ein paar Monate länger gedauert, als du uns versprochen hast, aber schwamm drüber. Morgen bin ich wieder bei meiner Frau und bei den Buben. Trink das mal einen Schluck. Ritterkreuzspende.
So. Und jetzt erzähl einmal, Vatern, in was für ein Bach er diesmal schwimmen soll. Die Sache ist die, ich wollte mit euch eigentlich noch gar nicht drüber sprechen. Ich muss auch in 5 Minuten zum Oberst, da wird das alles genau besprochen. Ja, viel wird sich dadurch auch nicht mehr ändern. Doch. Ich will euch nämlich gar nicht mitnehmen. Warum nicht? Jetzt druck's einmal nicht so rum. Und lass ihn Piepmatz aus der Tasche. Na gut. Also, ich habe den Auftrag mit einer Handvoll Schwachsinniger. Andere würden da wohl kaum mitmachen. Eine Brücke hinter den feindlichen Linien zu besetzen und zu halten. Es muss, koste es, was es wolle, verhindert werden, dass die Brücke gesprengt wird. Die ganze Offensive ist darauf aufgebaut, dass die Brücke nicht in die Luft fliegt. Ja, nun müssen wir aber erstmal hin zu der Brücke. Das ist ein scharfer 2-Tage-Marsch. Durch feindliche Stellungen, durch vermintes Gelände, durch Sumpfwälder und was weiß ich noch alles. Ja, und da ist da auch noch ein Fluss. So an die 100 Meter ist er breit. Wenn Sie schnappen, dann hängen Sie auf, weil wir nämlich falsche Uniformen anhaben. Damit aber niemand geschnappt wird, kriegt jeder vorsorglich eine Zyankali-Ampulle mit. Ja. Ich denke, das genügt euch. Und warum hat man uns dazu angefordert? Wir sind doch nicht schwachsinnig. Das ist eine Auszeichnung, meint Major Ungerland. Und dann wohl auch, weil einige von uns Russisch können. Hast du Russisch gesagt? Ja, Russisch. Soll das heißen Krieg mit Russland? Krieg mit Russland? Ja. Krieg mit Russland. Ein Zwei-Fronten-Krieg also. Wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, Deutschland verliert den Krieg. Hör mal, Pflug. Du hast mich hierher geholt für das Ding mit Rumänien. Jetzt sorg aber auch, dass ich auf meinen Kahn komme. Hast doch versprochen, nicht? So einfach verheize? Nein, dafür bin ich mir doch zu wertvoll. Wenn der Drei zu Hause die Brauch hat mich noch, verstehst du? Wir haben doch Krieg. Scheiß Krieg, marschier doch, lass dich verheizen, dämliches Aas. Du feiger Hund, du. Sag's noch einmal. Tscheche. Ruhe jetzt! Kein Wort mehr. Und wenn du Czerny noch einmal einen Tschechen nennst, schlage ich dich vors Maul, verstanden? So, und jetzt gehe ich zum Oberst. Und habt keine Angst. Von euch braucht keiner mitzukommen. Bitten, wenn es ernst wird, lässt ihn keiner von euch allein gehen. Ah, ich schon, Doktor. Ich lasse ihn allein nicht gehen. Ich lasse ihn allein nicht gehen, weil ich nicht krepieren will. Seid ihr verrückt geworden? Ist doch Ehrensache, dass wir mitmachen. Du hast leicht reden, Mensch. Du bist halt deppert, aber mehr. Hauptmann Pflug hat etwas versäumt. Er hat vergessen, euch beizubringen, wie man mit einem Offizier spricht. Pflug, ich verstehe Sie nicht. Warum wollen Sie Ihre Männer nicht mitnehmen? Sie sind doch zuverlässig. Jawohl, Herr Oberst. Sie sind zuverlässig. Es ist nur... Na also, dann gehen Sie auch mit. Major Ungerland sollte sich das Beste aussuchen, was Brandenburg zu bieten hat. Da hat er Sie und Ihre Männer angefordert. Es ist zu wichtig, Pflug. Es darf einfach nichts schiefgehen. Nur die Besten können es schaffen. Herr Oberst, Sie und ich und Leutnant Czerny, wir haben uns dafür entschieden, Soldat zu sein. Das ist unser Beruf. Aber bei Kugelmann, bei Jonas, bei Dörner, da ist das was anderes. Das Sterben müssen, meine ich. Ihnen macht das Sterben nichts aus, Pflug, was? Doch, Herr Oberst, ich lebe sehr gern. Ja, bitte. Verzeihung, Herr Oberst. Herr Major Ungerland. Soll reinkommen. Major Ungerland wird nachher anhand der Karte den Einsatz mit Ihnen durchsprechen. Also, Pflug, Hals- und Beinbruch. Sie werden es schaffen, das weiß ich. Zu Befehl, Herr Oberst. Herr Oberst, ich habe eine Bitte. Den gefreiten Dörner möchte ich nicht mitnehmen. Dörner? Das ist doch der... Tja,
Das müssen Sie entscheiden, Ungerland, ob der Mann gebraucht wird oder nicht. Russland. Mensch, wenn unsere erst einmal über die Brücke marschieren mit einer ganzen Armee, dann hört der doch nie auf, der Krieg. Weißt du, was wir müssen? Wir müssen die Brücke hochjagen. Hochjagen, damit von uns erst gar keiner einmal rüberkommt. Du hast einen Vogel, ich möchte wieder auf meinen Kran, alles andere ist mir wurscht. Du bist doch freiwillig hier, oder? Ich weiß noch genau, wie es war, als wir nach Rumänien fuhren. Wie eine KDF-Reise war das für dich. Und jetzt, wo es ernst wird, willst du wieder auf deinen Kran, nicht? Jetzt macht dir dein Krieg plötzlich keinen Spaß mehr. Was redst du denn eigentlich? Du bist doch auch freiwillig da. Ja, ja. Aber nicht, weil ich mal schnell für ein paar Wochen Indianer spielen wollte. Ach so. Ich wollte Indianer spielen. Und für was bist denn du dann eigentlich da? Ich bin Jude, Halbjude. Aber wer bei Brandenburg ist, der ist eben kein Jude. Das ist ein Ehreneier. Erst. Das ist ein Jude. Weißt du, die Brücke müsste man in die Luft jagen. Ob einer überlebt, ist unwichtig. Nur die Brücke. Die muss stehen bleiben. Jawohl, Herr Oberst. Ungerland, glauben Sie, dass wir Hauptmann Pflug wiedersehen? Es ist ein Todeskommando. Wenn Pflug meinen Plan bis ins Detail befolgt, wenn er minutiös die Phasen einhält, dann wird er die Brücke unbemerkt erreichen. Glauben Sie, was Sie da sagen? Ich meine, Herr Oberst, ob Sie das glauben, was Sie sagen? Sehen Sie, Oberst, hier nur ein Beispiel. Um 23:30 Uhr wird er auf der Höhe M27 ein Gehöft erreichen. Dort liegt eine russische Kompanie im Quartier, da muss er vorbei, ohne Marschpause, obwohl er den Sumpf... Hören Sie mal, Ungerland. Wenn das alles so einfach ist, dann fehlt doch Pflug auf seinem Marsch zur Brücke nur ein Mann, der Ihren Zeitplan so minutiös im Kopf hat wie Sie. Wissen Sie was, Ungerland? Sie werden die Gruppe Pflug führen. Das, was wir vorhaben, ist von ungeheurer Wichtigkeit. Nicht nur für die Operation einer Heeresgruppe, sondern für die gesamte Russlandoffensive. Ich habe mich deshalb entschlossen, das Unternehmen Panthersprung selbst zu führen. Ich kenne euch, ihr kennt mich, ich habe Vertrauen zu euch und ich bin stolz darauf, gerade mit euch diese entscheidende, tollkühne Aufgabe zu lösen. Ich denke, ich spreche noch einmal mit Ihnen beiden alle taktischen Fragen durch. Die feige Sau. Hättest du geglaubt, dass der mitgeht? Proszę bardzo, macie zapałki? Dziękuję pan. Jetzt sind wir im Marsch des Propheten. Mit dem Flug hätte ich mir noch eine Chance ausgerechnet, aber jetzt sehe ich mich schon mit dem Kilo Clockwork auf der Wampen. Erst ich red mit dir. Naja, jetzt werden wir verheizt. Jeder von uns will was anderes. Nur einer will wirklich das, wozu sie uns lossetzen, und das ist Pflug. Und was willst du dann? Ich? Ich will, dass sie die Brücke sprengen, die Russen. Den Gefallen werden sie da schon machen. Willst du auch was? Du willst auch die Brücken hochgelassen, erst? Über diese Brücke, da müssen Sie marschieren. Weiter, weiter, immer, immer weiter. Herr Major, der Herr Oberst hat Ihnen die Entscheidung überlassen. Ich halte es deshalb für meine Pflicht, Sie noch einmal darum zu bitten, Dörner zu Hause zu lassen. Es besteht doch keine militärische Notwendigkeit, ihn mitzunehmen. Das entscheide ich, Hauptmann Pflug. Dörner geht mit. Und er wird seine Sache sogar besonders gut machen. Weil Sie ein Faustpfand haben. Seine Mutter. Ach, Czerny, holen Sie doch mal die Leute, ja? Jawohl, Herr Major. Stimmt, Pflug. Weil wir ein Faustpfand haben. Das heißt, wir hatten eins.
Warum sollen wir mit Dörner mehr Mitleid haben als mit uns? Sie irren, Herr Major. Ich habe mit mir kein Mitleid. Obwohl ich weiß, was mich erwartet. Sie werden Dörner nichts davon sagen. Das ist ein Befehl, Pflug. Jawohl, Herr Major. Ich bin nun doch sehr froh, Herr Major, dass Herr Major uns begleiten müssen. Herr Major? Hier, Zyankali. Ein Biss auf die Ampulle und in ein paar Sekunden ist alles überstanden. Übrigens, mit Kriegsgefangenschaft ist nichts. Wer eine fremde Uniform trägt, fällt nicht unter das internationale Kriegsrecht. Er wird gehängt. Edda. Vi kod idiote? Kako vi rote? Ночной занятие. Пароль. Canna save parole. Какая ради? Имя командира бригады. Лесу! Лесу! Там они! Бегут к лесу! Если собаки идут вслед, оповестите меня. Sie setzen Hunde. Sie haben uns von Westen und von Norden eingekreist. Wir müssen nach Süden ausweichen. Möglichst weit weg von der Brücke. Verrückt, wir müssen weiter nach Osten. Gegen Tagesanbruch müssen wir an der Brücke sein. Herr Major, durch die Schießerei ist Ihr Plan hinfällig geworden. Darum empfehle ich dringend, uns nach Süden abzusetzen. Los, weiter nach Osten. Also gut, weiter nach Osten. Wir gehen runter zum Fluss und warten am Ufer entlang. So verlieren Sie vielleicht unsere Spur. Was ist denn? Стой! Слезай из кузова быстрее! Первая группа направо. Вторая группа налево. Идите в лес.
Daj. Пароль. Иди с нами, братец, поговорим. Внимание! За мной! Ob stativ ist? Geht stativ runter? Mensch, Dörner, Dörner! Jonas, Jonas! Junge, wie konnte dir das nur passieren? Schlimm. Ja, der Oberschenkel ist gebrochen. Wir können dich nicht mitnehmen. Wir verstecken dich da hinten in der Buschgruppe. Wenn alles gut geht, holen wir dich übermorgen früher wieder ab. Aber wenn sie dich finden, dann musst du die Zyankali-Ampulle nehmen. Ich schwör's Ihnen, Herr Hauptmann. Ich tu's dann. Sind Sie wahnsinnig, Hauptmann Pflug? Was hat er? Oberschenkelbruch. Ich befehle, Dörner nimmt die Kapsel. Und zwar sofort. Worauf warten Sie noch, Hauptmann? Geht rüber zur Buschgruppe und lass mich minimal ein. Dörner, du musst sie nehmen. Ich nehme sie bestimmt. Ich nehme sie ganz bestimmt. Hier ist sie. Wenn sie kommen, nehme ich sie ganz bestimmt. Du musst sie jetzt nehmen. Dann war doch alles umsonst. Jetzt bringen Sie meine Mutter um. Mein Gott, warum nur? Warum nur? Warum nur? Ich durfte es dir nicht sagen. Aber ich glaube, du wirst deine Mutter wiedersehen. Sie ist tot. Hat er sie geschluckt? Es kann nur einen Grund geben, warum der Oberst sie mitgeschickt hat. Sie sollen uns Gesellschaft leisten beim Krepieren. Da wir aber nicht krepieren wollen, übernehme ich jetzt das Kommando. Habt ihr verstanden? Sie sind wahnsinnig.
So, und jetzt gehen Sie am Schluss zwischen Jonas und Kugelmann. Los! Achten Sie auf den Polen, dass er nicht türmt. Ich lese Jonas auch. Und der Pollack, der schläft nicht, der tut bloß so. Wie ausgestorben. Die habe unsere Spur verloren. Willst nicht schlafen, Digga? Wie ist denn die Einteilung? Du gehst mit dem Chef auf die andere Seite, Digga, und ich bleib mit Ungerland da. Und der Pollack? Bleib bei uns. Wann geht's los? Um 12 Uhr heute Nacht. Jetzt muss Flug gleich drüben sein. So, los jetzt. Обязательно надо выиграть. Да, ничего себе, надо выиграть. Они ведь то... Да, они себе. Надо выиграть. Они ведь тоже не соперники. Это значит, Алексей играет. Еще посмотрим, брат. Он мой противник, а я ему покажу, как играть в футбол. Не бойся. На всякий случай будет опасно, если Волков останется ладно, более. завтра увидим. Alles klar, lassen wir sie noch einmal durch. Черт возьми, мне кажется, что мы уже 2 часа на патруле. А прошло ведь только 20 минут. Подумай, завтра ночью опять то самое. Эх, зараза. Parole. Czerny hat mir doch gesagt, Jonas will die Brücke sprengen. Also gleich nachher umlegen, wenn's losgeht. Ich kann mich doch auf dich verlassen, oder?
Pflug, weißt du eigentlich, was du tust? Hör auf mit dem Gequatsche! Jag sie hoch, jag sie in die Luft, lass unsere nicht rüber. Na und dann? Ist dann der Krieg zu Ende? Mensch, Jonas, sei doch nicht so blöd. Du hast dich da in etwas verrannt, das ist doch glatter Irrsinn. Zweimal mache ich nicht denselben Fehler. Ich werde den Krieg nicht wieder verlängern. Wir sind doch hier nicht in Rumänien. Du hältst doch dadurch nichts auf. Weißt, manchmal muss einer etwas tun. Etwas, was ganz verrückt scheint. Weil er sonst daran zugrund geht, wenn er es nicht tut. Und ich tu's. Oder du musst mich vorher abknallen. Jetzt beginnt der Krieg mit Russland. Поезжайте за машиной. А вот мы и часы-то не взяли. Моя кукла дома осталась. Да вот еще и этого не хватало. Эй, куда бежишь? Das war die letzte. Jetzt müsse unsere gleich kommen. Die brauchen auf alle Fälle noch eine Stunde, bis sie hier sind. Mindestens. Du wartest jetzt darauf, dass die Russen kommen und die Brücke in die Luft jagen, ne? Vielleicht kommen die aber gar nicht. Sie kommen. Sie müssen kommen. Jonas, ich habe einen Befehl und den führe ich aus. Dreh dich um, Pflug. Sie kommen. Приехали. Пароль! Светлов. Первая группа к началу моста. Выжить проволоку. Подготовить все для взрыва. Вторая группа к середине. Третья группа к правому берегу. Все подготовить для взрыва. Быстрее! Становитесь! Торопись, давай, поезжайте за поворот дороги. Разместите Хорошо, хорошо. Назад. Налево. Дальше. Хорошо. По порядку. Сюда! Es kommt noch ein SMG-Zug. Los, komm mit. Warum fängt Pflug denn nicht an? Er löst zuerst auf die Brücken auf. Suchen wir uns Deckung am Brückenanfang. Ну что, готовы? В порядке. Еще двое сюда. Давайте сюда проволоку. Быстрее, товарищи. Гришин, Кованов, вы будете спускаться. Привязывайтесь, осторожно. Федотов, что ты там еще стоишь, а? Готово? Спускай. Jonas, du lässt mich doch jetzt nicht im Stich. 5 Minuten noch. Dann sind die soweit.
Станковой пулемет на место. Первая группа, выстраивайтесь там. Wir müssen rüber zum Westufer. Gib mir Feuerschutz. Jonas! Mensch, Flug! Da bin ich! Wo ist Ungerland? Der feige Hund hat sich zur Böschung runter abgesetzt. Aber wegputzt dort auch ein paar. Jonas ist weg. Aber dem Hund drehe ich den Hals um. Er will die Brücke sprengen. Ich komm mit. Die Russen haben sich auf die Brücke eingeschossen. Pass auf! Jonas! Jonas! Du wahnsinniger Hund, du! Komm mal auf, hörst du? Oder ich knall dich ab! Ich hol ihn rauf. Schneid dich fest. Schneller! Los, lass mich schneller runter! Schneller! Jonas! Ich bring dich um, du! Lass das! Ich bring dich um, du Schwein! Jonas! Bist du wahnsinnig? Lass das, du Schwein, du! Ich bring dich